So Leute, heute geht's in die extrem abgelegene Provinz Umpang, 700 Kilometer nordwestlich von Bangkok. Frühstück. Für eine Nacht war ich in Mae Sot und dann gleich am nächsten Morgen weiter Richtung Umpang, meinem Ziel. Voll cool hier. Corner, Myanmar, Thailand. Myanmar, Thailand. Bild schießen. Noch ein paar weitere Details zu meinem Ziel, zu meiner Tour, wo ich eigentlich hin möchte. Das ist ein super abgelegenes Bergdorf in der Region Umpang, direkt an der Myanmar-Burma-Border, über 100 Kilometer entfernt von der nächsten Stadt, mitten im Dschungel, Tiger Area, also da gibt es noch wildlebende Tiger und mega abgelegen. Was für ein scheiß Ding. Haha, dieses Riesenmoskito war zum Glück das einzige Drama am heutigen Tag. Ich bin nun angekommen in Umpang City, der kleinen Provinzstadt hier. Werde hier 2 Nächte bleiben und von hier aus meine Expedition ins Bergdorf starten. Nach ein wenig Suchen habe ich dann das Gasthaus gefunden. Klein, aber fein, schöne Bungalows hier direkt am River. Vela Guesthouse. Gute Empfehlung. Es ist erst 12 Uhr mittags, Bombenwetter, also auf geht's und Gegend erkunden. Laut Google Maps ist hier ca. 40 Kilometer immer geradeaus in den Wald, ein kleines Dorf und das ist mein Ziel. Mal schauen, wo ich da bin. The middle of nowhere hier in Umpang. 1 Uhr mittags. Schöne Schotterstrecke hier. Nice gravel road. Easy to ride. Ja, mal schauen, was noch kommt. So, wenn ihr euch fragt, was die da mitten im Wald machen, ein Stück betonieren, Straße betonieren, das ist wegen Flooding, wegen der Regenzeit und in der Flut kommen sonst die Autos nicht durch. Geschafft, so im Tal unten ist das Dorf, 40 Kilometer waren das, etwa 1 Stunde habe ich gebraucht und geht direkt wieder zurück. So, hier geht es ziemlich steil bergauf. Hoffen wir mal, dass nicht dieser Riesentruck mir hier genau an der Steigung entgegenkommt. Mir reicht es auch langsam für heute. 6 Stunden schon auf dem Moped. 1 Stunde noch zurück nach Umpang. Dann ist aber auch gut für heute.
Zurück aus dem Nationalpark geht es direkt ins Gästehaus, einmal duschen und dann zum Thai und eine schöne Pizza essen. Tag 2 und auf geht's ins Bergdorf Lai oder Loi Thong Ku. Wie man das genau ausspricht, ist mir bis heute nicht klar. Ganz normal hier in Thailand, dass Kühe, Büffel oder was auch immer unbeaufsichtigt auf der Straße herumläuft. Also immer aufpassen. Leider hatte ich an diesem Tag etwas Probleme mit der Kamera. Die ist ab und an mal etwas beschlagen. Tut mir leid, aber kann es leider nicht ändern. So, hier geht's weiter nach Lai Thong Ku. Mal schauen, ob das klappt. Ja, eins wollte ich noch sagen, also es gibt hier keinen offiziellen Weg, keine offizielle Karte in dieses Dorf Lai Thong Ku. Man kann da mit Google Maps ein bisschen rumspielen und dann gibt es verschiedene Routen, Wege, man weiß aber nicht, wie groß, breit, befahrbar, unbefahrbar die sind. Aber das ist dann eben Adventure Biking. Muss ja nicht alles immer so easy zu planen sein. Ihr seht gleich im Bild mein Setup. Ich habe 2 Smartphones, eins mit Kalimoto und eins mit Google Offline Maps. An diesem Punkt habe ich gemerkt, dass irgendwas vielleicht nicht ganz stimmt mit meiner Route. Hier das Krankenhaus, das sollte hier nicht sein. Der schmale Weg hier machte mir eigentlich weniger Sorgen, mehr das Wetter und der Nebel und außerdem nicht vergessen, das ist Tiger Country. Es ist morgens 10 Uhr Frühstückszeit und ich hier ganz alleine mit den Tigern. Naja, ganz alleine war ich ja nicht. Hier links seht ihr eine Frau mit ihrem Kind. Und ich hier am steilen Berg in der Fahrrinne hatte riesen Schwierigkeiten, da wieder rückwärts runter zu deichseln. An diesem Punkt war mir klar, ich brauche jetzt einen Plan B. Ich fuhr noch in die Senke runter und dann in meinem Gesicht könnt ihr sehen, totale Enttäuschung. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich einen Plan B habe. Ich komme nicht hier 700 Kilometer her von Bangkok, um dann einfach so aufzugeben. Heute ist ein bisschen rainy weather, ist zu gefährlich, dass ich hier irgendwo im Matsch stecken bleibe. Also Plan B ist, morgen geht's nochmal los. Ihr kennt das ja, man muss mit den Leuten reden. Also dann habe ich das gemacht. Da war jemand, der sprach Thai. Hin und her diskutiert. Ja, der Weg nach rechts, dahinter, da geht's nach Lai Thong Ku.
Das Problem ist, das geht da zu Fuß oder auf dem Büffel, aber sicher nicht mit der 200 Kilo Tenere. Naja, für mich geht es jetzt zurück nach Umpang und da ist, glaube ich, wieder ein Lächeln im Gesicht. Passt schon. Ganz schön was los hier. Richtiger Traffic Jam, Traktorstau. Ich nehme an, da ist irgendwie eine Celebration, eine Veranstaltung. Und hier noch kurz warten, bis der Shuttle, Taxi, der Bus, der Traktor mit den Leuten durch ist. Ja, und dann geht's weiter. Und immer ein Smiley im Gesicht. Tja, hier Google misleads. So, zurück in der Zivilisation. Von rechts Fußgänger, von links ein paar Kühe, so wie immer halt. Ich schaue jetzt mal, ob ich irgendwo einen Kaffee bekomme. Eiskaffee bekommen, aber ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zurück. Auf geht's. Auch hier am Checkpoint immer schön ein Smiley ins Gesicht und alles ist gut. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren bin ich einmal oder so angehalten worden. Hier nochmal ganz kurz auf der Karte. Ich habe den Weg unten rum genommen, hätte den Weg oben, der da endet, nehmen sollen und dann nach unten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier kurz vor Umpang habe ich nochmal kurz Dampf abgelassen, bin den Feldweg hoch und runter gebraust. Und ja, jetzt auf dem Rückweg zurück ins Gasthaus. Hat zwar nicht geklappt ins Bergdorf, aber war trotzdem ein cooler Tag. Und morgen ist ja Plan B, wie gesagt. Und außerdem bin ich nicht von dem Tiger gefressen worden, also alles gut. Hier in Umpang, nun am Biker Café, gibt es nochmal ein paar Schnappschüsse und einen richtigen Kaffee. In Umpang ist nicht wirklich viel los. 2022, Covid, ist ja klar. Gerade noch geschafft, rechtzeitig zurück ans Gästehaus. Kurzer Regen, ein Bier später schon wieder blauer Himmel. So ist es halt in Thailand. Einfach genial. Sauber. Noch kurz überlegt, für morgen, für den Plan B, brauche ich noch irgendwie kartenmäßig ein Improvement, irgend noch ein Geheimtipp. Also habe ich geguckt, wo die Putzfrau ist, die Maid.
Denn die ist auch vom Bergvolk von den Karian oder Karen. Und die soll mir doch bitte aufschreiben in ihrer Sprache, wie der Ort heißt und wie ich da hinkomme. Dann kann ich das den Leuten da unterwegs zeigen. Mal schauen, ob das funktioniert. Das seht ihr dann morgen. So Leute, Tag 3, blauer Himmel, alles wird gut. In der Karte oben seht ihr Ban Phuong Klöng, direkt an der Burma-Grenze, da bin ich jetzt. Ja, kurzer Stopp hier und die Fake-Covid-Maske aufziehen. Aber warum? Naman? Ani Namanอะไร? 95. Ich war mir nicht sicher, ob ich genug Benzin dabei habe. Ich bin auch nicht sicher, wie weit die Strecke überhaupt ist bis in das Bergdorf und zurück. Und dann lieber mal ein bisschen nachtanken. 5 ลิตรได้ไหมเท่าไรครับเท่าไรครับ 5 Liter, 2 Liter. Hier so abgelegen gibt es natürlich keine richtigen Tankstellen. Und hier tanken aus den durchsichtigen PET-Flaschen ist gar nicht mal so schlecht. Da siehst du, was du bekommst, ob da Dreck drin ist oder nicht. Alles easy, ich habe mal 5 Liter, 5 Flaschen bestellt und rein damit. Moment, das waren doch 6 Flaschen. Gute Geschäftsfrau. ไปลิตรพุ Ja, der war Mairo,ประมาณปี มาถึงโลงั้นเหรอ จากนี้ขึ้นไปเลย ขึ้นไปนู่น อันนี้ก็มันมือเครื่องแรกเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสามเข้ากันเลย มีอยู่ตอนนี้จะแยกเป็นแยก1 แล้วก็แยก แล้วสาม แยกนึ่งไม่แยกซอง 2 แยก เลี้ยวกว่า 2เร็วกว่า Kurzer Chat mit den Frauen hier und alles klar. Yek Song Liao Kwa. Zweite Kreuzung rechts. Easy. คนเดียวครับ ได้ไหม ได้ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ ไม่กลัว Sie fragte mich dann noch, gehst du alleine? Ich sage, ja, alleine. Ich frage sie, geht das alleine? Ja, klar. Und ich fürchte mich nicht. Die einzigen Bedenken waren natürlich wieder falsch zu fahren, also nochmal kurz bei den Bauarbeitern nachhaken. Zweite Kreuzung rechts, ist das richtig hier? Bạn Lai Tong Khư ประมาณกี่กิโลไม่รู้ไม่เท่าไหร่ So Tom, das war jetzt aber das letzte Mal mit dem Nachfragen. Jetzt auf geht's ins Ban Lai Tong Khư.
Ihr seht selbst, super Wetter. Die Strecke ist eigentlich ganz okay soweit. Ein paar Spurrillen, große Steine, aber alles machbar. Wird ein cooler Tag, bin ganz sicher. Blickführung immer schön in die Ferne schauen, voll konzentriert. Nee, aber im Ernst, da ein bisschen aufpassen, dann geht es. River Crossing, Wasserdurchfahrt auch kein Problem, das Wasser ist nicht so tief. Alles easy. Mit einer Tenere und nicht einer GS. Hier kurz nach dem River Crossing eine kleine Challenge. Es ging ziemlich steil nach oben, dann im Stehen fahren. Aber die Tenere ist hier super genial mit ihrem Drehmoment. Easy zu fahren. Geiles Moped. Ja, die Bilder aus dem anderen YouTube-Video. Ihr seht, wie schwierig das ist und die GS-Jungs geben hier auf. Super schöne Landschaft hier, dazu bestes Wetter, hatte ich ja schon gesagt. Genial. Hier weiterhin Tiger Zone, also aufpassen. Die können da immer mal wieder über den Weg laufen. Nee, im Ernst, die jagen normalerweise nur nachts, also alles passt. An diesen komplizierten Stellen immer schön am Gas bleiben, bloß nicht zu langsam werden und dann kommt er auch durch. Let's see what's following here. Until now was manageable. Gerade eben habe ich es noch gesagt. Manchmal, wenn es haarig wird, Gas geben, durchziehen und nicht lang rummachen. Naja, trotzdem nochmal drüber gekommen. Alles passt. Puh. Cool. So habe ich mir das vorgestellt. Kurze Pause hier auf dem Gipfel. Ein Coconut Water ist wirklich perfekt hier in Thailand bei der Hitze. Und dann ABS ausschalten und hier ging es mega steil wieder nach unten. Voll Jurassic Park mäßig. Wirklich eine super Gegend. Müsst ihr unbedingt mal herkommen, wenn ihr was Spezielles, Abgelegenes hier in Thailand erleben wollt. So, bergab, hier runter fahre ich ziemlich langsam. Erster Gang, Motorbremse. Man weiß ja nie, wenn doch irgendwann mal vielleicht ein Pickup oder irgendwas entgegenkommt. Bisher war ja nur die zwei Mopeds habe ich gesehen in der letzten, sagen wir mal, 45 Minuten vom Start der Border Town bis hier. So, ich fahre hier praktisch direkt an der Burma Border von Nord nach Süd. Von dieser Grenzstadt bis zum Dorf sollten es so 30-40 Kilometer sein, Luftlinie. Aber natürlich über die Berge ein bisschen zickzack.
Zu Fuß rechts von mir wären es, ich schätze mal, 1 Kilometer bis zur grünen Grenze. Hier gibt es natürlich keinen Grenzzaun. Ab und an Patrouillen. Bisschen ein Problem hier mit Drogenschmuggel, neben den Tigern noch die zweite Gefahr. Aber alles passt schon. Hier die Strecke am Bergkamm entlang, auch wieder super View, super weit Fernsicht bei dem blauen Himmel. Und ich erwarte mal, das nächste Dorf, das sollte dann schon irgendwann mal mehr oder weniger mein Ziel sein. In den Google Offline Maps konnte ich hier auch einen Trail sehen, aber oftmals fällt das GPS aus oder ist unterbrochen für 20, 30 Sekunden. Naja, gibt ja nicht allzu viele Kreuzungen hier und ich bin überzeugt, ich werde das heute packen. Ich denke weiter, ich bin richtig hier. Die Brücke ist mir in Erinnerung von einem YouTube-Video. Und da vorne müsste dann gleich eine Ranger Station kommen. Und ja, here we go. Das passt heute. Wieder mal ein Mopedfahrer. Hier an den steilen Bergauf- und Bergabstellen ist es manchmal auch ein bisschen tricky, hatte ich vorher schon mal gesagt. Die Betonstücke sind teilweise schräg abgebrochen und da muss man auch wieder aufpassen, damit man hier gut durchkommt. Perfekt wäre vielleicht so eine 300 Kubik Honda CRF, aber wir sind ja Adventure Biker, da geht es auch mit dem Middleweight Bike. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter ich schon gemacht habe, bergauf, bergab. Die von euch, die selbst Videos drehen, wissen, im Video sieht es nie so steil aus, wie es wirklich ist. Also hier geht es teilweise höllisch hoch und runter, aber mega Spaß. So, wieder eine Kreuzung und die Schilder kann natürlich niemand lesen. Ich würde mal sagen, links ist richtig. Vielleicht etwas viele Fahrszenen hier in diesem Teil des Videos, aber das Video soll nicht nur mir Spaß machen, sondern auch den nächsten, die hierher kommen, ein bisschen als Wegweiser helfen. Einer der Wegweiser, einmal gesehen in anderen Videos, sehen wir genau hier. Mal schauen, wo ich da bin. I have no clue where I am. Unassisted. Little bit. Naja, unassisted, unsupported bin ich schon. Ich bin ja wirklich komplett allein unterwegs, bis auf diesen kleinen Zettel. Ich vergleiche schnell mal die zwei Namen, so gut es geht, auf dem Schild. Kein Plan. Aber ich glaube... Naja, in dem Moment hatte ich schon gedacht, oder war mir eigentlich sicher, dass das das richtige Schild ist, das richtige Ortsschild. Und noch 2, 3 Bilder schießen und dann geht's direkt weiter. So, geschafft, das müsste das Dorf sein, das Bergdorf. Irgendwie sieht das alles ein bisschen anders aus als gedacht.
und hier das erste Auto, das mir heute auf dieser Piste entgegenkommt. Es ist etwa 10 Uhr, 10:30 Uhr vormittags. Ich habe jetzt für die Strecke mit den Stops etwa 1 Stunde plus minus gebraucht. Und ich schätze mal, habe gar nicht geguckt. Kann ich später auf dem Kalimoto Track nachschauen. Aber ich schätze, das waren so 28 bis 30 Kilometer. Aber wirklich anstrengend, bergauf, bergab. Nun bin ich hier und mal schauen, was es hier so gibt in diesem Dorf. Ist leider halt immer noch die Covid-Zeit, alles super eingeschränkt. Auch hier, auch wenn hier kein Tourismus oder Touristen sind, trotzdem nicht wirklich viel los und ich erwarte auch nicht viel zu sehen jetzt am Samstag am Wochenende. So, das sieht nach einem kleinen Laden aus und da ist auch jemand, da halte ich doch mal an. Wow, sogar eine Telefonzelle. Funktioniert sicher nicht mehr. Und dann mal schauen, wo ich hier bin. Swadika. Anni. Anni บ้านเลยตอนคืนแล้ว หรือต่อคู่ใช่ จ้า ใช่ครับ บ้านย้ายไหม อ๋อ300 300นะที่โน้นมีอะไร มีโรงเรียน แล้วก็มีน้ำตก มีสามนักแล้วก็สี่ก็พรุ่งนี้ก็วันสงกรานต์ ตรงนี้เหรอ จริง จริงจริง Ja, das macht mir immer riesen Spaß, direkt auf die Leute zuzugehen und ein bisschen Smalltalk. คนเดียว Ich habe ihn gefragt, ist das Dorf? Ja, das ist das Dorf. War ja eigentlich klar. Und dann erfahre ich noch, ist nicht so groß. Ja, sagt er, 300 Einwohner. Und es sei da drüben ist die Schule, ja, die Schule und der Wasserfall. ผู้ผ่านเนาะกรุงเทพแม่สอด Und die größte Überraschung für mich war ja, tomorrow, Prungni Wan Songkran. Morgen wäre schon der Neujahrstag und das kann schon sein, dass ตก die เมื่อวันตะวัน Karen hier, dieses Bergvolk, den Songkran etwas früher feiert. Das muss ich mal gucken. Burma ist da eventuell etwas vor Thailand. Und auch wenn das hier Thailand ist, aber die Traditionen sind halt vermischt. ประมาณ สวัสดีครับ ประมาณโลกว่า ดูได้ บ๊ายบาย สวัสดีครับ Die Tour hierher nach Umpang, Ban Leutong Ku, hatte ich schon ewig im Hinterkopf. Es gibt nur wenige YouTube-Informationen, 2, 3 Videos, 4, 7 Jahre zurück. Ein paar Kollegen waren auch schon da, haben gesagt, unmöglich, nicht alleine gehen, gefährlich und so weiter. Aber ich denke, wenn man alles gut plant, organisiert, immer schön früh morgens los,
Wetter beachten, dann kann man das auf jeden Fall auch alleine machen. Ich habe hier relativ wenig Leute gesehen, ab und an mal ein paar Leute auf dem Traktor, wie eben. Aber Schule zu am Wochenende natürlich und dazu das buddhistische Neujahr hier in Thailand, Songkran, was natürlich auch dazu bewegt, die Leute sind vielleicht am Reisen im Nachbardorf. Und dazu kommt dann noch natürlich die scheiß Covid-Zeit und deswegen wohl eher wenig los. Ich habe auch nicht wirklich ein Restaurant gesehen, welchem ich essen könnte. Also mache ich mich jetzt wieder auf den Weg zurück auf die super geile Offroad-Strecke hier. Das Wasserloch macht mich schon an, hier mal links durchzubrausen, aber wer weiß, wie tief das da ist. Den Kids noch kurz Ciao sagen. Und dann über die Brücke, die hört sich zwar etwas seltsam an, aber wenn da andere drüber fahren, dann komme ich da auch drüber. Made it. Solo unassisted tour to Ban Lai Thong Khu. Hier an dieser Engstelle sieht das nochmal richtig cool aus. Eine Mini-Schlucht und da habe ich nochmal für euch ein paar Bilder geschossen. Cooler Platz hier. Eins möchte ich nochmal sagen, das ist hier kein Kinderfasching. Ich bin ganz schön außer Atem hier, wieder auf halber Strecke Rückweg. Und wenn ihr hierher kommt, solltet ihr ein bisschen Enduro-Erfahrung haben. Oder halt in einer großen Gruppe mit einem kleinen Bike und dann irgendwie durch. Hier nochmal der steile Abschnitt bergunter, an dem die Jungs mit den GS gescheitert sind. Er ist wirklich super steil, Geröll und not easy. Der Hin- und Rückweg ist ja derselbe, also geht es auch hier nochmal durch den River. Easy, ohne Probleme und dann nochmal 2 Bilder und diesmal für mich.
So, geschafft, super Trip. Ich bin wirklich happy. Weder Büffel noch Drogenschmuggler oder Tiger haben mich irgendwie gefressen oder angegriffen. So, alles gut. Hatte einen riesen Spaß. Video ist ein bisschen lang, aber ich denke, für Leute, die wirklich interessiert sind im Thema hier Offroad Thailand, Enduro Thailand, war das sicher ein Spaß.